Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen internationalen Kochvideo von mir. Und zwar kochen wir heute eine Tempeh-Gemüsepfanne mit Shirataki-Nudeln. Ein leckeres, gesundes, veganes und gleichzeitig auch ketogenes Gericht. Tempeh ist eine vitalstoffreiche und pflanzliche Proteinquelle, die das ungesunde Fleisch aus der Massentierhaltung sehr gut ersetzen kann, die sehr leicht verdaulich ist und uns im Gegensatz zu Tofu mit deutlich mehr Vitalstoffen versorgt. Denn Tempeh ist ein fermentiertes Sojaprodukt. Zuerst werden wir die Shirataki-Nudeln hier unter fließendem Wasser durchspülen, damit sie ihren typischen Fischgeruch verlieren. Die Shirataki-Nudeln benutzen wir in diesem Gericht wieder, damit wir dieses Gericht ketogen und Low Carb halten können, denn diese Cognac-Nudeln sind unglaublich gesund und sie beinhalten so gut wie gar keine Kohlenhydrate. Und die vielen Kohlenhydrate sind es, die uns auf Dauer krank machen, weshalb wir, wo immer wir können, auf sie verzichten sollten. Und da bieten sich eben diese tollen Shirataki-Nudeln an, die ideal für die ketogene Ernährung geeignet sind. Nachdem wir also die Cognac-Nudeln gut durchgespült haben, stellen wir sie erstmal zur Seite und werden jetzt die anderen Vorbereitungen treffen. Und dazu werden wir eine Bio-Karotte auf diese Weise hier jetzt in ganz kleine, dünne Stifte schneiden. Denn gestiftelt sehen sie in diesem Gericht am schönsten aus für das Auge und passen am besten zu diesem leckeren Gericht. Abgesehen von den gestiftelten Karotten kann man dann noch jedes andere Gemüse zu diesem Gericht hinzugeben, welches man gerade vorrätig hat. Ich werde dann später noch gefrorene Gemüsesorten aus meinem Garten hinzugeben. Das zeige ich euch dann später. Als nächstes werden wir dann den Tempeh zubereiten und den in mundgerechte Stücke schneiden. Ich hatte hier jetzt geräucherten Tempeh verwendet, aber man könnte auch jede andere Art von Tempeh für dieses Gericht verwenden. Tempeh hat einen nussig-pilzartigen Geschmack und eine feste Konsistenz, weshalb man ihn gut für allerlei Gerichte benutzen kann. Unter anderem kann man ihn auch braten, frittieren, backen und so weiter. Tempeh wird wie Tofu aus der Sojabohne hergestellt, mit dem Unterschied jedoch, dass er fermentiert wird und dadurch um ein Vielfaches noch gesünder ist als Tofu. Tempeh ist genau wie Tofu extrem kohlenhydratarm und gleichzeitig proteinreich. Tempeh weist jedoch einen deutlich höheren Ballaststoffanteil auf und da der Fermentationsprozess die Inhaltsstoffe positiv verändert, sodass er noch leichter verdaulich ist als Tofu und ein Vielfaches der Tofu-Werte an Vitalstoffen beinhaltet, enthält er viel höhere Mineralstoffmengen wie zum Beispiel Magnesium, Zink, Eisen und Mangan und sehr viel höhere Vitaminmengen wie zum Beispiel die doppelte Menge Vitamin K und die 32-fache Menge von Vitamin B2, als auch einen höheren Isoflavongehalt. Wir haben den Tempeh jetzt hier mariniert, wie wir gerade gesehen haben, mit Sojasauce und naturtrübem Apfelessig und darin lassen wir ihn eine halbe Stunde lang ziehen. In der Zeit bereiten wir die Gewürze vor. Hier tun wir frischen Bio-Pfeffer mahlen, denn den brauchen wir für den Kurkuma, um den zu aktivieren. Und dann kommen noch die folgenden Gewürze hinzu: Ingwer, Paprika oder Chili, Himalaya-Salz und Kurkuma hinzu. Die Gewürze stellen wir dann auch erstmal zur Seite und nach einer halben Stunde werden wir jetzt bionatives Kokosöl in die Pfanne geben, das zum Schmelzen bringen und darin dann zuerst wieder den Trester meines natürlichen Antibiotikums anbraten. Der besteht unter anderem aus Bio, Kurkuma, Ingwer, Pfeffer, Knoblauch, Zwiebeln, Meerrettich, Chili, Essig und Honig, und dieser Trester gibt dem Gericht einfach einen ganz exotischen, tollen Geschmack, aber wer den Trester nicht hat, kann auch ganz einfach nur Knoblauch nehmen. Nachdem der Trester etwa 5 Minuten angebraten wurde, kommt dann eben dieser marinierte Tempeh hinzu und jetzt ist auch dieser nochmal etwa 5 bis 10 Minuten angebraten, bis er eine relativ knusprige Konsistenz bekommt. Und sobald dann auch die Flüssigkeit verdampft ist, geben wir die Gewürze hinzu. Wie gesagt, die hatten wir ja schon vorher besprochen. Alles nochmal umrühren, damit die Gewürze ihr Aroma entfalten können, werden sie kurz mit angebraten und dann werden wir das Ganze mit passierten Bio-Tomaten ablöschen. Die waren jetzt gefroren, die werden kurz mit aufgetaut. Der Teller, worin die passierten Tomaten waren, wird auch nochmal kurz mit Wasser ausgespült, damit nichts verloren geht. Das kommt auch nochmal hinzu. Es wird umgerührt und dann geben wir Erdnussbutter hinzu, und zwar hier diese gesunde Erdnusscreme von Alnatura, die nur aus Erdnüssen und etwas Himalaya-Salz besteht, ohne schädliche Konservierungsstoffe, ohne Zucker und andere Zutaten, die sonst normalerweise in Erdnussbutter enthalten sind. Und dann sehen wir, wie wir jetzt die ganzen Gemüsesorten nach und nach hinzugeben. Und zwar Brokkoli, grüne Bohnen und Zucchini aus meinem Garten noch vom Sommer, die gefroren waren, und eben die gestiftelten Karotten von vorhin.
Da ich das Erdnussbutterglas geleert hatte, spüle ich das auch nochmal mit Wasser aus, damit davon auch nichts verloren geht, und gebe das auch nochmal hinzu. Denn ein wenig Flüssigkeit brauchen wir für dieses Gericht, aber nicht viel. Deshalb kommt insgesamt ungefähr 200 Milliliter Wasser hinzu. Denn das Gemüse braucht ja diese Flüssigkeit, um darin garen zu können. Und dann geben wir letztendlich noch etwas Agavendicksaft hinzu, etwa einen Esslöffel, um diesen leckeren, exotischen, herzhaft süßen Geschmack der indonesischen Küche zu erreichen. Und dann kommen auch schon die Shirataki-Nudeln hinzu, die wir vorhin abgespült hatten. Die werden jetzt mit dem ganzen Gericht vermischt und dann zusammen mit diesem leckeren Tempeh und Gemüse 10 Minuten gekocht, bis das ganze Gemüse eben gar sein wird. Denn die Shirataki-Nudeln brauchen genauso lange, bis sie gar sein werden, und sie sollten mit diesem Gericht zusammengekocht werden, damit sie den Geschmack dieser leckeren Gewürze aufnehmen. Cognac-Nudeln schmecken ja relativ neutral, also eigentlich nach nichts, und deshalb ist es empfohlen, sie immer zusammen mit dem Gericht zu kochen, mit dem man sie zusammen servieren möchte, damit sie den Geschmack dieses leckeren Gerichts in sich aufnehmen. Hier geben wir jetzt noch einen Esslöffel Methi hinzu, also das ist dieses Boxhornklee, getrocknetes Boxhornklee, welches ein einzigartiges, köstliches, exotisches Aroma und auch Geschmack abgibt und welches eigentlich in der indisch-pakistanischen Küche verwendet wird, aber ich benutze das auch in anderen Gerichten, wie zum Beispiel hier in diesem indonesischen Tempeh-Gericht. Um das Ganze zu verfeinern, und dann fiel mir ein, auch noch diese rote Thai-Paste hinzuzugeben, also nur einen kleinen Teelöffel voll, denn die gibt diesem Gericht seine nötige Schärfe. Die sollte nochmal gründlich mit eingerührt werden und mit dem Gericht vermischt werden, und dann nach 5 Minuten etwa wird das Ganze auch schon fertig sein. Insgesamt hat also diese Tempeh-Gemüse-Shirataki-Kombination 15 Minuten gekocht und den köstlichen, exotischen Geschmack der Gewürze darin aufgenommen, sodass wir ein herrliches, indonesisches, veganes und gleichzeitig ketogenes Gericht gezaubert haben. Ein gesundes Low-Carb-Gericht, was kaum Kohlenhydrate enthält, mit gesundem Fett, dem nativen Kokosöl und moderaten Mengen an veganen Proteinen, den der gesunde, fermentierte Tempeh hier zur Verfügung stellt. Ein Lebensmittel, das von vielen erwünschten Stoffen wie Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen höhere Mengen als viele andere Lebensmittel enthält. Die Fermentation sorgt auch dafür, dass die unerwünschten Stoffe im Tempeh verschwinden, wie zum Beispiel die Lektine, die im Tempeh nicht mehr zu finden sind, und auch die Phytinsäure und die Oxalsäure, die beide während der Fermentation mengenmäßig deutlich reduziert werden. Die glutenfreien, kohlenhydratfreien und basischen Cognac-Nudeln in diesem Rezept sind ballaststoffreich und reich an löslichen Ballaststoffen, die die Darmgesundheit außerordentlich gut fördern und aufgrund ihres Ballaststoffreichtums sehr sättigend sind, sodass solch eine Portion nicht nur köstlich schmeckt, für die Gesundheit sehr vorteilhaft ist, sondern auch wirklich satt macht. Mashallah. Zu den vielen gesundheitlichen Vorteilen der Cognac-Nudel werde ich euch mein erstes Video dazu nochmal verlinken hier oben in den Infokarten, damit ihr alle Details dazu nochmal erfahren könnt. Damit wünsche ich euch gutes Gelingen beim Nachkochen dieses leckeren Gerichts. Viel Erfolg dabei, viel Spaß, guten Appetit, vergesst nicht Bismillah zu sagen, und wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann teilt es mit euren Freunden, Bekannten und Verwandten, damit dieser Kanal fortbestehen kann. Abonniert meinen Kanal und vergesst nicht, das Glockenzeichen zu betätigen, damit ihr in der Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Alaikum, eure Mariam.